In der Godot Engine 4.5 erhalten Tilemap Player und Tilesets Updates im Bereich Collider-Erstellung und Kollisionserkennung, denn durch neue Einstellungen im Inspektor sowie auch neue Verhaltensweisen beim Level-Design kannst du jetzt deinen Tilemaps richtig schön optimierte und vor allem auch Chunk-basierte Collider geben. Alle neuen Features dazu zeige ich dir in der heutigen Folge von Godot 4.5 in 10 Minuten erklärt. Ich bin natürlich Most Wanted und du kannst dem Video gerne einen Like geben, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest und immer Fragen, Feedback und Meinungen zur Folge in die Kommentare schreiben. Und wir gucken jetzt ins Update rein. In der Godot Engine 4.5 arbeitest du mit Tilemaps ähnlich wie in der 4.4. Du brauchst eine Tilemap Player Node als erstes. Der gibst du danach hier oben ein Tileset. Dann dem Tileset weist du am unteren Rand der Engine hier über Tileset dann Grafiken zu. Nehmen wir mal das Icon SVG. Wir wollen daraus Tiles erstellen, das ist richtig, und dann können wir auch schon theoretisch losmalen. Aber wir brauchen noch mehr. Um die neuen Collider-Einstellungen zu erhalten, brauchen wir hier oben auch Physik-Layer, mindestens einen, damit unsere Objekte eben Collider und eben Hitboxen haben. Jetzt gehen wir hier unten auf den Reiter Paint und können für jedes unserer Tiles hier die Eigenschaft Physik Layer 0 bemalen. Und dabei kriegen wir hier unten diese Ansicht von einem Collider und da können wir auch ein paar Eigenschaften noch einstellen und dann einfach hier die Tiles anklicken, die wir mit diesem Collider ausstatten wollen. Meinetwegen volle Flächen hier als Vierecke nutzen, das würde hier überall passen. Und bei den Rundungen, wie hier oben links in der Ecke, können wir auch reinklicken und dann hier eine Art Polygon-Collider erstellen, der circa die Form hat, wie es sein müsste, um diese Kurve darzustellen. Nochmal reinklicken und wir haben auch hier unseren runden Collider. Was sich jetzt ändert, ist beim Malen, denn wenn wir jetzt hier zurück auf den Reiter Tilemap hier unten gehen und dann hier mit dem Stift, der Linie oder dem Rechteck malen, dann haben wir jetzt hier oben in unserer Tilemap wie gewohnt die Auswahl, womit wir malen möchten. Meinetwegen hier diese Kante, so. Aber wir können jetzt im Inspektor hier unten unter Physics einmal hier den Modus Collision Visibility Mode auf Force Show setzen. Und dann sehen wir hier oben unseren Collider. Ein typisches Rechteck wie gewohnt. Nehmen wir mal die volle Fläche darunter, zum Beispiel hier. Du siehst, daraus entsteht hier diese Kante. Und das wird direkt wegoptimiert. Die Zellen haben nicht mehr ihren individuellen Tileset-Collider, sondern werden zu einem größeren zusammengefügt. Machen wir hier weitere hin und noch hier hin, dann siehst du jetzt schon 1, 2, 3 Flächen hier entstehen. Nochmal neue hier hin, 4, 5, 6 und so kann der Collider dynamisch erweitert werden. Und je nachdem, wo wir hier hinpinseln, wird der Collider direkt mathematisch optimiert, dass wir so wenige Flächen haben wie nur möglich. Wenn wir jetzt mal hier links am Rand unsere Reihe nach unten malen, dann kann diese nicht mit dem anderen connecten. Aber sobald wir hier unseren gerundeten Collider nehmen von der oberen linken Ecke hier und den dorthin platzieren, siehst du, hier ist die Kante auch direkt wieder da. Wir haben die Fläche hier nach unten, wir haben die größere hier oben, das ist die zweite, und die riesige hier, das ist Nummer 3. Nur, wodurch geht das? Das kommt durch die neue Einstellung der Physics Quadrant Size, eben unsere Chunkgröße für die Collider. Zoomen wir doch mal hier oben ein bisschen heraus mit dem Mausrad und nehmen dann hier unser volles Teil. Jetzt nehmen wir mal hier unsere Rechteckauswahl und ziehen doch mal hier ein komplett riesiges Rechteck drüber gemalt werden und du siehst hier bunte Rechtecke auftauchen. Warum das? Wenn wir mal hier oben ein bisschen ranzoomen, wirst du feststellen, dass diese Quadrate hier immer 16 x 16 groß sind. Das heißt, die Quadrantengröße, die wir hier unten haben, entspricht der Breite und Höhe eines Colliders. Denn das ist das Ziel. Egal wie komplex die Formen sind, jedes 16 x 16 Feld wird ein Collider werden. Und wenn wir jetzt hier unten die Chunkgröße erhöhen, werden sie noch größer oder eben sie verringern, dann werden es mehr Collider in der Tilemap, weil die Flächen kleiner werden. So kannst du hier 10 x 10, 8 x 8, 16 x 16 einstellen, wie du möchtest. Ich würde dir nur nicht raten, die Quadrantengröße auf 1 zu setzen, dann bist du genau wieder bei der Godot Engine 4.4 und es sieht wirklich echt nicht schön aus. Deswegen, versuch eine schlaue Größe zu finden, dann kannst du es größer oder kleiner stellen.
Aber ich denke mal, wie bei Minecraft 16×16 oder auch hier 32×32 ist in Ordnung, denn damit verringerst du die Anzahl der Collider in jedem Falle sehr stark. Um das mal eben in Aktion zu zeigen, machen wir jetzt mal hier noch einige Löcher rein, und zwar hier von links nach rechts rübergehend, von oben nach unten, einmal rundlaufend. Du siehst hier die Linien, das Ganze ist direkt aktualisierbar und du kannst hier passende Polygone daraus erstellen und die Collider egal wie optimiert nutzen. Ziemlich interessant, oder? Das spart dir Performance, Kollisionsabfragen und macht alles in deinem Game fürs Level performanter. Das ist die große Änderung in der Godot Engine 4.5, aber es gibt noch mehr. Denn neben den Bereichen der TileMap Chunk Physics kannst du jetzt im Editor auch problemlos im Bereich TileMap und TileSet unten alles erkennen und lesen. Es gibt eine große Reihe an Verbesserungen in der UI und auch das Problem, dass Texte vorher abgeschnitten waren, ist nicht mehr. In allen Fenstern ist es jetzt mit enthalten und komplett lesbar, sodass du immer alle Infos auf dem Bildschirm zu sehen hast, egal wo du arbeitest. Obendrauf auch hier, wie sich Fenster aufteilen und aufklappen, beim Auswählen passender Elemente, sowie auch das Ändern der Atlas Source ID war immer in einem so merkwürdig großen Fenster gewesen zuvor. Dafür gibt es hier das kleine, schnucklige Fenster dafür. Und auch hier unten drunter die Editor Panels, wenn du die Tiles bearbeitest hierbei, da haben wir auch eine passende Sortierung und unten rechts in der Ecke auch die Info für den Shift-Hotkey, um mehrere Tiles parallel auszuwählen. Das wäre es fürs heutige Video. Das sind die TileMap-Änderungen in Godot 4.5. Ich verlinke dir die beiden Issues hier für die UI-Änderungen und die TileMap-Physics-Änderungen in der Videobeschreibung. Lass gerne einen Like da, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest, und wenn du Fragen hast, Feedback geben möchtest, dann schreib doch gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.